Hallo, ich bin der Karim und heute schauen wir uns den Lasercutter an. Der Lasercutter ist das beliebteste Gerät bei uns, vor allem weil man sehr einfach aus sehr vielen, auch sehr günstigen Materialien Objekte herstellen kann. Mit dem Gerät kann ich nämlich sowohl schneiden als auch gravieren. Das funktioniert, indem hier eine Laserquelle eingebaut ist, ein 60 Watt CO2-Laser, der wird über Spiegeln umgelenkt und über eine Linse nochmal aufs Material fokussiert. Und damit kann ich auf einer Fläche von 96 x 61 cm sowohl schneiden als auch gravieren, indem ich einfach Material verbrenne. Das heißt, wenn ich hier dünne Platten einlege, kann ich Objekte ausschneiden oder in die Oberfläche etwas eingravieren. Die Materialien, die ich hier bearbeiten kann, sind auch sehr vielfältig, angefangen von einfachem Holz, wo ich Objekte ausschneiden kann, über Papier- und Kartonarten, bis hin zu Plexiglas. Plexiglas gibt es nicht nur in durchsichtig, wie man es vielleicht kennt, sondern auch in den verschiedensten Farben, in verschiedenen Stärken. Grundsätzlich, wenn ich sage schneiden und dünne Platten, meine ich immer irgendwas unter 1 cm Stärke. Sobald es dicker wird, habe ich ein Problem mit dem Fokus und der Lasercutter kann einfach nicht mehr so tief durchdringen. Aber es lassen sich nicht nur Holz, Papier und Karton schneiden, sondern auch so Sachen wie Leder lässt sich sehr gut schneiden und auch gravieren. Sowohl Kunstleder als auch echtes Leder. Filze lassen sich gut schneiden. Es gibt spezielle Gummisorten, die man schneiden und gravieren kann. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Alle Materialien, die man schneiden kann, kann man natürlich auch gravieren. Der Unterschied ist einfach nur in der Stärke vom Laser, dass ich nicht mehr durchs Material hindurch komme, sondern nur mehr in die Oberfläche etwas einritze. Es gibt aber ein paar Materialien, die kann ich nur gravieren und nicht schneiden. Dazu gehört zum Beispiel Glas. Sowohl Glasplatten als auch Gläser oder Flaschen lassen sich gut bearbeiten. Es gibt spezielle Stempelgummi, aus dem Stempel graviert werden können. Und es gibt spezielles sogenanntes Schildermaterial, mit dem mehrfarbige Schilder gemacht werden können. Das ist einfach nur ein Kunststoff, der aus mehreren Farben besteht. Und ich graviere durch eine Farbschicht hindurch und dann kommt die andere Farbschicht zum Vorschein. Das ist ganz nett, um so Anhänger zum Beispiel zu machen. Alle Materialien lassen sich nicht mit dem Lasercutter bearbeiten. Vor allem bei Kunststoffen muss ich vorsichtig sein, da bei der Verbrennung da oft giftige Gase entstehen. Alles Chlorhaltige zum Beispiel, und da ist PVC ein sehr gängiger Kunststoff, der sich nicht lasern lässt. Bei der Verbrennung entsteht da Chlorgas, was giftig ist. Polycarbonat ist ein anderer Kunststoff, der oft mit Plexiglas verwechselt wird, ist auch giftig beim Schneiden. Bei Kunststoffen sollte man generell vorsichtig sein und zuerst nachschauen oder fragen, ob er geeignet ist, bevor man da irgendetwas Giftiges oder Ungesundes macht. Eine andere Materialgruppe, die mit unserem Lasercutter leider nicht zu bearbeiten geht, sind Metalle. Bei Metallen komme ich einfach nicht durch. Das Laserlicht wird einfach reflektiert. Es passiert dem Metall nichts, aber auch dem Lasercutter nichts, aber das funktioniert einfach nicht. Ich zeige euch die Arbeitsweise des Lasercutters anhand von einem Beispiel. Und zwar werden wir so einen kleinen HappyLab Schlüsselanhänger auslasern. Das ist ein gutes Beispiel, weil hier sowohl was ausgeschnitten als auch graviert wird. Und das Ganze machen wir aus so einem Schildermaterial. Schildermaterial kann man, wie auch viele andere Materialien, direkt bei uns im HappyLab auch kaufen. Um die Datei für den Lasercutter vorzubereiten, ist wichtig zu verstehen, dass in dem Gerät eigentlich zwei Geräte stecken. Auf der einen Seite gibt es den sogenannten Vektormodus, da arbeitet der Lasercutter wie ein Plotter. Da arbeitet er mit Vektordaten, irgendwelchen Linien, Strichen, Objekten, anhand denen er weiß, wo er fahren soll. Dieser Modus wird normalerweise zum Ausschneiden verwendet, wo einfach entlang einer Linie irgendein Material ausgeschnitten werden soll. Der zweite Modus ist der sogenannte Rastermodus. Da arbeitet der Lasercutter wie ein Drucker. Da wird mit Bilddaten gearbeitet und der Lasercutter fährt diese Bilddaten Linie für Linie nach. Überall, wo ein Bildpunkt ist, wird gelasert, überall, wo keiner ist, wird nichts gemacht und so entsteht schön langsam das Bild im Material. Dieser Modus wird hauptsächlich zum Gravieren verwendet. Theoretisch kann ich beide Modi zum Schneiden und zum Gravieren verwenden. Es macht allerdings wenig Sinn, so viel Material zu verbrennen, um dann auch was auszuschneiden. Das heißt, ausschneiden wird man immer im Vektormodus machen. Beim Gravieren kommt es darauf an, will ich Umrisse gravieren, kann ich die im Vektormodus gravieren. Will ich Flächen gravieren, mache ich das im Rastermodus. Je nachdem muss ich die Datei richtig vorbereiten. Ja, wir verwenden hier CorelDRAW in der Version X5, um die Dateien für den Lasercutter aufzubereiten. Ich starte das hier mal
und öffne dann einfach meine Datei. CorelDRAW kann viele verschiedene Dateiformate. Ich habe hier schon was vorbereitet im CorelDRAW-Format, aber das geht genauso zu öffnen wie EPS- oder DXF-Dateien. Wenn ich das hier öffne, dann sehe ich unser Beispiel, den HappyLab-Schlüsselanhänger. Und das ist eben sowohl ein Schneide- als auch Gravierauftrag. Und die verschiedenen Aufgaben werden über verschiedene Farben definiert. Das heißt, hier habe ich rote Linien, die sollen ausgeschnitten werden. Das ist der Umriss vom Schlüsselanhänger und auch das Loch, wo nachher der Ring durchgesteckt wird. Und alles, was hier schwarz ist in meiner Zeichnung, das soll nachher graviert werden. Das heißt, Farben sind ganz wichtig, haben ähnliche Funktionen wie Layer in anderen Programmen. Bei den Linien, die im Vektormodus nachgefahren werden sollen, ist es noch dazu wichtig, dass das Ganze Haarlinien sind. Wo kann ich das jetzt nachschauen? Unten im CorelDRAW, wenn ich eine Linie markiert habe, sehe ich immer die Linieneinstellungen. Wenn ich da doppelt draufklicke, sehe ich Breite der Linie, in dem Fall Haarlinie, und auch die Farbe zum Einstellen. Genau das gleiche kann ich mir jetzt für andere Linien auch anschauen. Ist auch eine Haarlinie, somit passt das. Sollte ich sehr viele Linien haben, also ein Architekturmodell zum Beispiel, was nur aus Linien, die geschnitten werden sollen, besteht, dann kann ich natürlich einfach mit der Maus alles markieren oder mit STRG A, Tastaturkürzel, alles markieren und dann hier alles auf Haarlinien stellen. Wichtig ist nur, dass ich kontrolliere, ob das wirklich Haarlinien sind, dass der Lasercutter nachher nicht etwas Falsches macht und das im Rastermodus abarbeitet. Das zweite, was ich hier machen möchte, ist den Schriftzug gravieren. Das ist in dem Fall einfach eine Fläche. Hier gibt es gar keine Linienstärke, sondern nur eine Füllfarbe. Das könnte auch einfach ein Text sein, der geschrieben ist. Es könnte ein Bild sein, was ich importiert habe. Wichtig ist nur, dass hier nicht noch eine Haarlinie herum ist, die irgendwie den Lasercutter dann zusätzlich noch nachfahren lässt, sondern dass einfach nur eine Fläche ist. Im CorelDRAW könnte ich jetzt natürlich mehrere Dateien laden, Sachen zusammen kopieren, mehrere Schlüsselanhänger nebeneinander machen zum Beispiel. Aber wenn ich fertig bin und ich möchte jetzt nur einen so Schlüsselanhänger ausschneiden, dann geht alles weitere über die Druckereinstellungen. Der Lasercutter ist für den Computer wie ein Drucker, das heißt, ich gehe auf Datei drucken, dann öffnet sich der Druckerdialog. Als Drucker ist der Lasercutter ausgewählt und in den Grundeinstellungen von diesem Drucker sozusagen kann ich jetzt alle laserspezifischen Einstellungen machen. Die sind beim Lasercutter Gott sei Dank nicht viele, man kann nur wenige Parameter einstellen, auch das macht zu so einem einfach zu verwendenden Gerät, aber ein paar Einstellungen gibt es doch und im Wesentlichen sind es 3, die sehr materialabhängig sind. Das heißt, ich kann einstellen Speed, wie schnell fährt der Laserkopf über das Material, ich kann einstellen Power, das heißt, wie viel Prozent dieser 60 Watt Laserleistung möchte ich verwenden und es gibt einen dritten Wert PPI, der mir die Frequenz des Lasers einstellen lässt. Diese Einstellungen kann man an sich nicht berechnen, sondern die werden ausprobiert. Und im HappyLab gibt es Gott sei Dank schon viele User, die mit verschiedensten Materialien experimentiert haben und ihre Einstellungen dann bei uns auf der Homepage auch publiziert haben. Das heißt, wenn ich mit einem Material komme, brauche ich eigentlich nur bei uns auf der Webseite nachschauen, unter wiki.happylab.at und dort mir die jeweiligen Einstellungen suchen. In unserem Fall möchten wir aus Laserply etwas ausschneiden, das ist das Schildermaterial und ich schaue hier einfach nach in der Seite auf wiki.happylab.at und finde hier sicherlich mein Material, also ich habe hier neben Papier, Karton und verschiedenen Kunststoffarten irgendwo auch das Laserply und sehe hier sowohl für Cut, also fürs Schneiden, als auch für Engrave, fürs Gravieren Einstellungen. Mit diesen Einstellungen bitte immer vorsichtig vorgehen. Die sind einfach von anderen Usern, da kann sich auch mal wer vertippt haben, das heißt, die müssen nicht unbedingt hundertprozentig funktionieren. Das heißt, ich empfehle immer, einen kleinen Testschnitt oder eine kleine Testgravur zuerst zu machen und zu schauen, ob die Einstellungen auch wirklich funktionieren. Das heißt, ich nehme mal als Ausgangspunkt für meinen Test die Einstellungen aus dem Wiki, probiere ein kleines Quadrat zum Beispiel auszuschneiden. Sollte ich durch sein, super, dann kann ich meine ganze Job mit diesen Einstellungen fertig machen. Sollte ich nicht durch sein, habe ich ein paar Möglichkeiten. Ich kann entweder langsamer fahren oder mehr Power verwenden. Das hat circa den gleichen Effekt. Schöner ist es immer für den Schnitt, wenn ich eher so langsam wie möglich fahre, weil dann das Material mehr Zeit hat, um mit der Hitze umzugehen.
Oft bin ich aber schon bei 100% Power, das heißt, ich kann sowieso nur mal langsamer fahren. Das heißt, ich probiere mich so heranzutasten. Wenn es mit Speed 2 nicht funktioniert hat, dann probiere ich halt 1,9 und dann 1,8. Irgendwann einmal bin ich durch und dann habe ich wieder Einstellungen, die für mein Material passen. Das heißt, bitte immer einen kleinen Test vorher machen, bevor man sich eine ganze Platte zerstört. Ja, und diese Einstellungen, die müssen im CorelDRAW einfach übernommen werden. Und zwar kann ich jetzt hier pro Farbe eine bestimmte Einstellung zuweisen. In unserem Beispiel ist Schwarz zum Gravieren und Rot zum Schneiden. Das heißt, für die schwarze Farbe nehme ich mir aus der Wiki-Seite die jeweiligen Einstellungen. Das heißt, bei Engrave habe ich hier 80, 30, 400 und das muss ich hier einfach einstellen. 80 bei der Geschwindigkeit, 30 bei der Leistung und 400 bei dem PPI. Ganz wichtig sind dann hier auf der Seite noch die zwei Häkchen für Raster und Vektor. Das sagt dem Lasercutter nur, ob er hier Rasterdaten oder Vektordaten vorfindet in der Farbe Schwarz. Das heißt, in unserem Fall ist in Schwarz sind das Rasterdaten, dann wähle ich hier nur Raster aus. Sollte ich hier nichts auswählen, das heißt beide Häkchen wegmachen, dann würde die Farbe Schwarz komplett ignoriert werden. Das ist auch oft praktisch, wenn ich noch Beschriftungen habe oder irgendwelche anderen Daten, die ich jetzt einmal im Laser nicht bearbeiten möchte. Aber im Normalfall wähle ich hier das aus, was ich habe, also entweder Raster oder Vektor. Es kommt sehr selten vor, dass man auch beides hat. Und das muss ich jetzt Farbe für Farbe durchgehen. Das heißt, Schwarz war unsere Graviereinstellung, für Rot jetzt die Schneideinstellungen. Auch hier schaue ich wieder im Wiki nach und habe hier 3, 50, 400. Und man sieht schon, bei Schneideeinstellungen ist die Geschwindigkeit eher sehr gering im einstelligen Bereich und bei Graviereinstellungen eher im hohen zweistelligen Bereich. Und somit kann man schon einmal überprüfen, kann das überhaupt stimmen oder hat sich da vielleicht wer im Wiki vertippt. Genau, und bei Rot dann noch Vektor als Häkchen und ganz wichtig beim Schneiden auch immer die Luft einschalten. Die Lufteinstellung, das ist eine kleine Zublasung, die von der Linse das Material wegbläst, dass der Lasercutter länger nutzbar ist und dass sich die Linse nicht verdreckt. Das sehe ich auch immer hier im Wiki. Das heißt, hier gibt es immer eine Spalte für die Luft. Je nachdem, ob da Ja oder Nein steht, sollte man die Zublasung einstellen. Im Normalfall schadet die Zublasung nichts. Die Materialeinstellungen sind natürlich das Wichtigste bei den Lasercutter-Einstellungen und die Farben, die ich da auswähle, sind auch nicht beliebig wählbar. Das heißt, der Lasercutter bietet mir 16 verschiedene Farben an und diese 16 Farben werden in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander abgearbeitet. Welche Reihenfolge macht da Sinn? Immer zuerst gravieren und dann schneiden macht Sinn, weil wenn ich das umgekehrt machen würde, dann könnte bei dem Schneiden das Teil ein bisschen verrutschen und die Gravur passt dann nicht mehr genau drauf. Ein anderer Grund wäre, dass ich Innen- und Außenkonturen in der richtigen Reihenfolge schneide. Das heißt immer von innen nach außen, wieder auf demselben Grund, damit die Sachen gut aufeinander passen. Und die Reihenfolge der Farben sehe ich auch hier im Druckertreiber. Das heißt, es beginnt alles mit Schwarz, dann Rot, dann Grün und so weiter. Sollte ich mir die Farben nicht genau merken, kann ich hier auf die Farbe auch doppelt draufklicken und sehe dann die RGB-Werte. Im Prinzip handelt es sich hier um die 16 Farb-RGB-Palette. Das heißt, Schwarz ist 000, Rot ist 25500 und so weiter. Wichtig ist daher auch, dass die Zeichnung immer im RGB-Modus gezeichnet wird und dass die Farben genau getroffen werden. Sollte eine andere Farbe in der Datei noch vorkommen, wird die einfach ignoriert und es passiert überhaupt nichts damit. Die zweite wichtige Registerkarte neben den Stifteinstellungen sind die Papiereinstellungen. Hier kann ich die Materialgröße einstellen und ich empfehle hier immer einfach das einzustellen, was ich auch an Material einlege. Das heißt, wenn ich eine 300×300er Platte einlege, dann hier auch 300×300 einstellen. Was man hier falsch machen kann, ist, dass man was zu Kleines einstellt, dann wird es abgeschnitten und das, was ich zum Lasercutter schicke, ist dann nur ein Teil von dem, was ich eigentlich machen wollte. Beziehungsweise wenn ich was zu Großes einstelle, dann geht sich das gar nicht aus am Lasercutter und der Lasercutter gibt eine Fehlermeldung aus. Das heißt, am wenigsten falsch machen kann man, wenn man einfach wirklich schaut, wie groß ist das circa und diese Größe dann auch hier einstellt. Möchte man den maximalen Bereich ausnutzen, diese 96×61 cm, dann gibt es hier noch ein Häkchen vergrößert
Mit dem kann man wirklich die Maximum an Materialgröße ausnutzen. Hier auf der ersten Seite beim Lasercutter-Treiber gibt es so grundlegende Moduseinstellungen. Das heißt, alles, was man normalerweise braucht, ist dieser manuelle Farbfüllungsmodus. Das ist das mit den 16 verschiedenen Farben und wo ich wirklich schneiden und gravieren kann. Das heißt, für die allermeisten Fälle reicht mir dieser Modus aus. Es gibt dann zwei spezielle Modi für 3D-Gravuren oder Stempelgravuren. Die sind speziell dafür abgestimmt und machen beim Gravieren nicht so Schwarz-Weiß-Gravuren, das heißt entweder es wird graviert oder nicht. Beim Stempelmodus werden statt 90 Grad Winkeln so Flanken graviert, das heißt, das ist alles ein bisschen angeschrägt, dass der Stempel nachher beim Abdrücken auch noch schön sitzt und die I's und L's nicht sich verbiegen. Beim 3D-Modus habe ich eine Graustufengravur. Das kann ich mir vorstellen wie ein Relief, das heißt, umso höher der Schwarzwert ist, das heißt, umso dunkler das Bild ist, umso tiefer graviert er. Und so kann ich ein Relief gravieren. Natürlich nicht sehr viel Unterschied, sondern nur ein paar Millimeter, aber das kann in Materialien einen recht netten Effekt machen. Das sind alles so Spezialmodi. Für die allermeisten Fälle reicht uns der manuelle Farbfüllungsmodus. Das ist auch der, den wir hier im Beispiel verwenden. Wenn ich hier alles eingestellt habe, dann kann ich mir so Einstellungen auch abspeichern. Das ist ganz praktisch, wenn ich öfters mit der gleichen Material komme und öfters zum Beispiel eben so ein Schild gravieren möchte, dann kann ich mir meine ganzen Einstellungen, alles was ich unter Stift eingestellt habe, alles was ich unter Papier eingestellt habe, in eine eigene Datei abspeichern und beim nächsten Mal wieder laden. Das geht einfach hier über die Dateifunktion. Da gibt es einen Button Speichern, da wird eine SGX-Datei erstellt, das ist eine Lasercutter-Parameterdatei, die kann ich mir auf einen USB-Stick kopieren. Und später, wenn ich komme, beim nächsten Mal kann ich hier über Laden auch wieder das hineinladen und muss nicht extra wieder alles neu einstellen. Das ist eine recht praktische Funktion, wenn ich oft mit gleichen Materialien arbeite. So, wenn ich alle Einstellungen hier gemacht habe, das heißt hauptsächlich die materialspezifischen und die papierspezifischen Einstellungen, dann gehe ich hier einmal auf OK und schaue immer noch in die Druckvorschau. In der Druckvorschau sehe ich nämlich erstmalig die Papiergröße, die ich eingestellt habe, das heißt in unserem Beispiel diese 30×30 und wohin das Objekt platziert ist. Man muss jetzt wissen, dass der Referenzpunkt zum Lasercutter die linke obere Ecke ist. Das heißt, hier die linke obere Ecke in dem Bild ist dann der Startpunkt vom Lasercutter, den ich zwar beliebig verstellen kann, aber es korrespondiert immer zur linken oberen Ecke. Das heißt, im Normalfall hätte ich auch gerne mein Objekt hier oben in der linken oberen Ecke. Oft ist es aber nicht so. Oft ist es irgendwo anders platziert, in der Mitte zum Beispiel oder einfach, wo ich es halt hingezeichnet habe in der Datei. Und das Schöne an der Druckvorschau ist, hier sehe ich es nicht nur, sondern hier kann ich es auch umstellen. Das heißt, es gibt hier links oben ein Dropdown-Menü und da kann ich sagen, bitte alles in die linke obere Ecke schieben. Dann wird das gesamte Bild nach links oben geschoben und ich habe jetzt den Fall, den ich eigentlich haben möchte, dass wenn ich dann auf Start gehe, dass es dann auch gleich dort anfängt, wo ich meine, dass es so ist. Wenn mir das dann hier gefällt in der Druckvorschau, dann brauche ich hier nur mehr auf Drucken gehen und dann wird das Ganze zum Lasercutter geschickt. Für diesen letzten Schritt muss natürlich schon der Lasercutter eingeschaltet sein und dann kann ich mein Material einrichten, einlegen und startet wird dann am Lasercutter. Das heißt, er fängt nicht automatisch an, ich muss den Druckjob immer erst nochmal am Lasercutter bestätigen. Hier am Lasercutter-Arbeitsplatz steht neben dem eigentlichen Gerät auch noch die Absaugung. Diese filtert die Luft vom Lasercutter und bläst das ganze Gefilterte dann über die Hausabsaugung hinaus. Dieses Gerät schaltet sich automatisch ein und aus, immer wenn es gebraucht wird. Sollte sich es einmal nicht einschalten, dann ist ein Defekt vorhanden und dann auf keinen Fall weiter lasern. Ohne Absaugung entsteht hier eine Reihe von Rauch und das ist einfach giftig und ungesund. Um das Gerät einzuschalten, braucht man einfach eine Member Card. Wir schalten euch, nachdem ihr die Einschulung bei uns gemacht habt, in unserem System frei. Diese Member Card einfach zum Totmann hinhalten und der schaltet das Gerät dann ein. Totmann deswegen, weil dieses Gerät fängt in regelmäßigen Abständen immer wieder zum Blinken an und später auch zum Piepsen und da muss man wieder die Karte hinhalten. Das ist, um sicherzustellen, dass während dem Lasercutten der Arbeitsplatz nicht verlassen wird. Man arbeitet hier doch mit recht gefährlichen Materialien teilweise, es brennt hier immer ein bisschen was. Solange man dabei steht, kann nichts passieren, kann man den Laservorgang unterbrechen, sollte eine kleine Flamme entstehen. Sollte man aber weggehen, ist das Ganze zu gefährlich. Das heißt, unbedingt immer beim Arbeitsplatz bleiben und den Lasercutter nie unbeaufsichtigt laufen lassen.
Über diesen Deckel kann ich den Lasercutter öffnen und hier drinnen habe ich den Arbeitsbereich von 96 x 61 cm. Normalerweise liegt hier drinnen ein sogenannter Schneidetisch oder Wabentisch. Den verwende ich beim Schneiden aus dem Grund, damit das Material nirgends vollflächig aufliegt und die Dämpfe nach unten abgesaugt werden können. Außerdem minimiere ich die Reflexionen unter dem Material und habe so schönere Schnittkanten. Dieses Wabengitter, was hier drinnen liegt, ist sehr filigran, also bitte vorsichtig damit umgehen, nicht sehr schwere Sachen einlegen, sondern einfach nur die Materialien drauflegen. Wir werden das gleich machen, und zwar habe ich ein Laserblei, aus dem ich den Schlüsselanhänger ausschneiden will, schon hier, und das kann ich jetzt einfach hier einlegen. Das Schöne beim Lasercutter ist, ich muss mich nicht ums Verspannen kümmern, ich brauche es einfach wirklich nur drauflegen, und wenn das schön plan drinnen liegt, dann kann ich das schon lasern. Weil alles berührungslos ist, muss ich es nicht irgendwie festmachen. Ganz dünne Materialien, ganz dünner Stoff oder so, kann durch die Absaugung ein bisschen ins Vibrieren kommen. Den kann man mit einem Streifen Klebeband festkleben, aber alles, was ein bisschen schwerer ist, liegt einfach schön drinnen und kann man sofort verwenden. Eine ganz wichtige Einstellung beim Lasercutter ist der Abstand zwischen der Linse und dem Material, der sogenannte Fokusabstand. Dieser muss je nach Material genau stimmen, damit die Schnitte schön werden und auch Gravuren scharf werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Fokus einzustellen. Die einfachste ist mit dem Autofokusstift. Dieser ist einfach ein Taster, der magnetisch auf dem Laserkopf hält. Den klipse ich da drauf, dann fahre ich mit dem Laserkopf übers Material und kann hier am Bedienteil auf die Taste Autofokus drücken. Wenn ich das mache, fährt der Tisch in die Höhe und stellt den Fokus so ein, dass genau die Materialoberfläche im Fokus der Linse ist. Für dünne Materialien und für Gravuren ist das immer ideal. Das heißt, da ist der Punkt am kleinsten und da wird die Gravur am schärfsten. Wenn ich jetzt dickere Materialien schneiden will, kann es aber Sinn machen, den Fokus in die Mitte vom Material zu setzen, um so mehr von der Laserleistung ausnutzen zu können. Um das umzustellen, kann ich hier einfach mit den Pfeiltasten den Fokus noch ein bisschen hinauf oder hinunter setzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein 6 mm Sperrholz habe, sollte ich den Fokus auf -3, das heißt genau in die Mitte dieses Sperrholzes stellen. Und das kann ich hier mit den Pfeiltasten ganz einfach machen. Wichtig ist, nach dem Fokusvorgang den Stift wieder runterzunehmen. Der sitzt da nicht sehr stark drauf, der kann sich beim Gravieren und beim Schneiden sonst lösen und mit dem Material verschieben. Das heißt, immer wieder runternehmen und erst dann weiter vorgehen. Die zweite Möglichkeit, den Fokus einzustellen, ist der manuelle Fokusstift. Der manuelle Fokusstift hat einfach eine Stange eingebaut, die mir die Länge des Fokuses anzeigt. Hier fahre ich einfach nur mit den Pfeiltasten den Tisch so lange hinauf oder hinunter, bis diese Stange genau an der Oberfläche ankommt. Dann habe ich den Fokus wieder auf der Oberfläche und kann von da an entweder das so lassen oder den Fokus wieder in die Mitte vom Material setzen. Wichtig ist auch hier, den Fokusstift wieder abzunehmen, dass er nirgendwo hängen bleibt. Bevor man den Laserjob jetzt startet, muss man noch den Anfangspunkt einstellen. Ein kleiner roter Laserpointer zeigt an, wo der Job beginnen würde. Und man kann den Laserkopf einfach mit der Hand dorthin stellen, wo man das möchte. Dieser Laserpointer korrespondiert zur linken oberen Ecke in der Druckvorschau, die wir vorher gesehen haben. Wenn das richtig eingestellt ist, muss man noch den Deckel zumachen. Das ist ganz wichtig. Es gibt überall Sensoren eingebaut, die erkennen, ob der Deckel offen ist. Man kann sonst auch den Job starten, allerdings wird der Lasercutter nicht feuern. Das ist manchmal recht praktisch, um mal einen Testlauf zu machen, aber wenn man den richtigen Laservorgang starten will, müssen alle Deckel zu sein. Wenn das geschehen ist, muss ich hier nur mehr auf die Taste Start drücken und kann zuschauen, wie mein Objekt entsteht. Nicht vergessen bitte, alle restlichen Materialien auch wieder rausnehmen. Es sollte hier drinnen kein Mist liegen bleiben, der kann sich beim nächsten Vorgang dann irgendwie auch entzünden und kann auch für den Nachfolger gefährlich sein. Das heißt, den Wabentisch und den Lasercutter Innenbereich bitte immer wieder sauber hinterlassen.